Trotz der Verschrottungswellen der letzten 5 Jahre fährt sie immer noch, unter anderem im Mietpool der Deutschen Bahn, die Baureihe 143. Hier eine kurze Bestandsaufnahme sowie die Vorstellung eines H0-Modells im aktuellen Design. Viel Spaß damit! Bereits vor knapp 5 Jahren hatte ich aufgrund der damaligen Verschrottungen ein Video zur Baureihe 143 veröffentlicht. Es folgten dann Videos der Schnellzugvariante mit Modellen der Baureihen 112 und 114. Damals wurde die Baureihe 143 aber noch auf Regelleistungen im gesamten Bundesgebiet eingesetzt. Hier zu sehen Mitte 2018 die Rhein-Erft-Bahn RB 27 von Mönchengladbach nach Koblenz. Wie auch auf vielen anderen Strecken wurde die Baureihe 143 hier durch Triebzüge ersetzt. Bereits seit Dezember 2019 ist dies auf der Rhein-Erft-Bahn die Baureihe 425. Nach Auslaufen des Einsatzes im Regionalverkehr wurden die Loks oft zur DB Cargo verlegt. So auch 143 316, die Ende 2016 ihren Einsatz im Schwarzwald beenden musste. Die Gedenktafeln sind auch danach noch verblieben. Heute, im Frühjahr 2023, ist der überwiegende Teil der ursprünglich 646 Loks verschrottet. Hier warten am 20.09.2019 eine ganze Reihe Loks der Baureihe 143 auf ihre letzte Verwertung in Opladen. Etwas über 100 Loks sind derzeit ab- oder Z-gestellt und ca. 60 Loks sind noch betriebsbereit. Fast die Hälfte davon ist im Besitz privater Unternehmen wie zum Beispiel Delta Rail. Die übrigen werden von der Deutschen Bahn unter anderem über das Gebrauchtzugportal aus dem Mietpool Halle angeboten. Neben der Vermietung wird auch ein Verkauf angestrebt. Die Lok mit der Nummer 143 250 erhielt zu Vermarktungszwecken ein neues Aussehen. Im Februar 2020 wurde sie in der ursprünglichen Lackierung der Reichsbahn der DDR in Bordeaux-Rot mit schwarzem Fahrwerk lackiert. Auf den Seiten wurde markant der Hinweis auf den Mietpool angebracht. Genau dieser Zustand wurde nun als H0-Modell nachgebildet. Für den Kaufpreis des Modells kann man die Lok auch fast einen Tag lang mieten. Vor ungefähr 1,5 Jahren bot der Düsseldorfer Modellbahnhändler Menzels Lokschuppen die Mietlok 143 250 als limitiertes Menzel-Modell zur Vorbestellung an. Seit einigen Tagen läuft nun die Auslieferung der von Pico als Expertmodell gefertigten H0-Lok. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich außer dem Erwerb von Modellen keinerlei Geschäftsbeziehungen zu Menzels Lokschuppen unterhalte. In meiner Modellvorstellung beziehe ich mich jetzt auf die AC-Sound-Version. Das 360 Gramm schwere und 20 Zentimeter lange Modell wird über alle 4 Achsen angetrieben und ist mit 2 Haftreifen ausgestattet. Der eingebaute Pico-Decoder ist MFX-fähig, das heißt, die Lok meldet sich an Märklin-Zentralen automatisch an. Der Märklin R1-Radius lässt sich einwandfrei befahren. 25 Funktionen wie Führerstandsbeleuchtung und Zugzielanzeige, darunter auch 19 Geräusche, lassen sich digital schalten. Aus meiner Sicht handelt es sich um ein sehr schönes Modell, das wunderbar auf Epoche 6 Anlagen passt. Nun folgt als ca. einminütiges Medley das Knacken, Zischen und Pfeifen der Soundfunktionen. Bereits zu Beginn des Videos hatte ich eine Baureihe 143 mit 3 Doppelstockwagen auf der Rhein-Erft-Bahn-Strecke gezeigt. Hier fährt nun noch einmal 143 250 auf der früher angestammten Strecke der Rhein-Erft-Bahn im Bahnhof Pulheim im typischen Zugverbund.
Im Anschluss gibt es noch den Ausblick auf ein weiteres geplantes Modell der Baureihe 143. Einfahrt RB 27 nach Koblenz Hauptbahnhof über Grünbach. Abfahrt 10:41 Uhr. Information zu RB 27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Abfahrt 10:19 Uhr. Heute ca. 25 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Menzels Lokschuppen plant bereits das nächste Modell einer Baureihe 143. Dabei geht es um die gerade erst Ende März 2023 gelb lackierte 143-352 der DB Bahnbaugruppe. Diesmal als Rocco-Modell, wieder mit einer limitierten Auflage von 500 Stück. Die Auslieferung soll ab Anfang 2024 erfolgen. Man darf gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.